So einen Reifenwechsel machen wir ja nun nicht einfach täglich. Ist ja nicht ganz ungefährlich. Es ist jetzt der Zeitpunkt gewesen, Panik zu kriegen. Wir kriegen den Reifen nicht aufgepumpt. Nochmal. Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Wir haben uns gerade von Valentin und Sabrina verabschiedet und der Abschied ist uns schon sehr schwer gefallen. Das war schon sehr traurig gerade. Ja, wir waren jetzt 2 Wochen hier und das waren 2 wirklich wunderschöne Wochen. Die sind hierher gekommen, weil wir uns kennengelernt haben über Instagram, weil wir die gleichen Interessen haben und ja, und irgendwie sind wir in diesen 2 Wochen Freunde geworden und das ist irgendwie schön. Deshalb fällt uns der Abschied heute sehr schwer. Ja, auch weil es hier natürlich super schön ist. Das habt ihr ja auch in den Aufnahmen im letzten Video schon gesehen. Aber es sind die Menschen, die wichtig sind und das hat uns unheimlich bereichert. Ja. Und wir hoffen, sie eines Tages wiederzusehen. Und nein, wir wissen, dass wir sie eines Tages wiedersehen werden. Ja. Muss nicht traurig sein. Ja, bin ich auch ein bisschen. Na komm, ablenken, dahin zu essen. Es geht los. Ja, ein bisschen nervös, ne? Heute fahren wir zu Martina und Hans-Peter. Und da werden wir einmal üben, wie man einen Reifen auf eine Sprengringfelge aufzieht. Ist ja nicht ganz ungefährlich, was ich so mitgekriegt habe. Ja, aber Hans-Peter hat Erfahrung damit. Da bin ich in guten Händen. Wir sind jetzt angekommen bei Hans-Peter in der Werkstatt. Wir machen heute eine Simulation Reifenwechsel und da hilft er uns. Und alles halt mit Bordmitteln, was wir jetzt dabei haben. Hans-Peter hat das schon 4-mal gemacht. Und mit dabei, sagen wir mal... Ich gucke über die Schulter. Genau. Ich gucke über die Schulter und schnack schlau. Wie sich das gehört. Ja, genau. So, ich gehe sozusagen in die Lehre gerade. Also alles für den Reifenwechsel habe ich soweit gekauft. Zumindest bin ich der Meinung. Aber ich denke, ich werde eines Besseren belehrt. Da steckt alles dort tief drin. Natürlich nicht sofort im Zugriff, weil so einen Reifenwechsel machen wir ja nun nicht einfach täglich. Das muss ich jetzt erstmal alles rauskramen. Für das Wechseln des Rades haben wir dabei klar den Wagenheber. Hier ein Brett zum drunterstellen. Dann habe ich hier ein großes Montiereisen, um nachher den Sprengring mitzulösen. Und nochmal ein kleines. Das hat 600 mm oder 60 cm und 1,10 Meter. Dann habe ich einen großen Drehmomentschlüssel, einzellig bis 900 Newtonmeter. Hier habe ich dann zum Lösen der Muttern das Drehmomentverstärker-Set. Ja, da braucht man eigentlich immer nur eine Mutter, die hier. Sieht man auch schon, die ist ausgepackt. Und eine Verlängerung für 1 Zoll habe ich auch noch dabei. Ja. Und nachher, wenn es dann darum geht, das Ganze, also den Reifen wieder raufzumachen, den neuen, habe ich hier so ein Montierwachs, so eine schwarze Paste ist das. Und einen Fahrradschlauch. Da werden wir mal gucken, wie wir den anwenden. Das habe ich noch nicht so ganz genau verstanden, aber das war ein Tipp von Hans-Peter. Es geht darum, dass man dann nachher, wenn man Luft auf den Reifen gibt, dass er sich dann besser hebt. Übrigens habe ich als Tipp aus der Community bekommen, dass so ein Fahrradschlauch
auch gut ist, wenn halt mal so ein Kühlwasserschlauch kaputt gegangen ist. Dann zieht man den Fahrradschlauch innen durch den Kühlwasserschlauch, krempelt ihn wieder nach außen und baut den Kühlwasserschlauch wieder an. Und dann hat man erstmal wieder einen funktionierenden Kühlwasserschlauch. Ich sprühe jetzt die Muttern mit WD-40 ein. Warum? Ja, das ist halt Rostlöser. Und wenn ich die dann rausschraube, dass sich so ein bisschen der Rost löst. Besser wäre es gewesen, das vorher zu machen, also irgendwie einen Tag vorher. Aber ich sag mal, wenn man Reifen wechselt, dann hat man ja auch nicht irgendwie einen Tag vorher das darauf gesprüht. Jetzt bringt das halt so ein bisschen Schmierung noch mit sich. Also die Frage stellt sich ja jetzt, warum habe ich einen Drehmomentverstärker dabei? Den Drehmomentverstärker, den habe ich jetzt nicht gebraucht. Jetzt könnte man sagen, okay, Gewicht umsonst mitgenommen, aber vielleicht rottet das auch irgendwann mal richtig fest und dann bin ich froh, das dabei zu haben. Mal gucken. Und es gibt ja auch noch andere Schrauben an dem LKW. Ein Provisorium. Naja, Provisorien halten länger, als man es eigentlich gedacht hat. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen, da jetzt ein vernünftiges Rohr mal draus zu machen, aber das wird schon seinen Zweck erfüllen. Aber irgendwann werde ich das mal durch ein Stahlrohr ersetzen. Jetzt dreht er. So, das erste, was mir auffällt, was wir nicht haben, Unterstellböcke. Da müssen wir nochmal nachrüsten, dass wir wenigstens einen dabei haben. Ich schätze mal, Hans-Peter hat was. Eigentlich müsste ich jetzt die Muttern damit abschrauben, aber da nutze ich dann doch mal die Annehmlichkeit, dass wir hier eine Werkstatt haben. Jo, schick, schick. Ventil rausschrauben. Was sucht ihr gerade? Ein Ventilausschrauber, um das Ventil rauszuschrauben, damit die Luft auch schnell rausgeht. Der ist jetzt in unserem Pannenset drin. Genau, der ist in unserem Pannenset drin. Hier auch Ersatzventile und ja, allerlei Zeugs irgendwie, was man so brauchen kann. Hier diese Gummidinger noch. Und vor allen Dingen hier, wenn man ein Loch hat im Reifen, um dann das zu stopfen. Ich schraube das Ventil raus, um die Luft abzulassen von dem Reifen. Der ist gut gelöst, ne? Ja. Ja. Wenn das nicht funktionieren sollte, so mit dem Dings, ne? Hier ein bisschen unterpacken mit einem Montiereisen. Hier ein Stück Holz unter, ein flacheres. Und dann den Reifen kriegst du so relativ gut runtergedrückt. Ja. Also, wir haben Verstärkung bekommen. Ja, genau. Martina hilft kräftig mit. Ja, ich weiß, wie das geht, aber ich mache es nicht, weil ich mache nur Posi jetzt. Hallo, Dankeschön. Hat jetzt hier nach innen so eine Nase, die hier unterfasst, bis hierhin. Ja, das sieht man da. Hier an der Genau, Seite. genau. Ja. Und der geht auch noch so ein Stückchen nach oben. Das heißt aber, du musst den äußeren Ring hier auseinanderbiegen. Ja, der muss so nach außen weg, ne? Ja. Der muss raus, ne? Genau. So nach unten gedrückt werden. Hier geht er gut. Ja. Okay. Ja, ist raus. Dann ist er das runter. Und dann kriegst du ihn auch erst rausgezogen. Zwischenstecken. Wie dazwischen? Wenn es geht, oder so. Ja. Also der muss schon, der braucht ein bisschen Pflege. Hier ist der Gummiring, der letztendlich dafür verantwortlich ist, dass das überhaupt abdichtet. Ja, und den echt nicht mit dem Schraubenzieher. Gut. Okay, also da ist ein Gummiring drin. Der Gummiring wird durch den größeren Ring unten gehalten und der größere Ring wird wiederum durch den Sprengring drumherum arretiert. Und das ganze Konstrukt hält die Luft. Das heißt,
das wichtige Teil daran ist wirklich der Gummiring, damit der Reifen nicht undicht ist. Da macht es durchaus vielleicht mal Sinn, dann doch vielleicht einen oder so als Ersatz mitzunehmen. Auf Timo müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil hier ist kein Ring drin. Ja. Wenn wir jetzt da zu stark, dann drücken wir jetzt hier Löcher. Ja. Und da kann Luft raus. Also müssen wir schon relativ vorsichtig. Also das Wir haben jetzt ein Holz da drunter gelegt. Schönes Stück Arbeit. Wenn ich da jetzt alleine vorgestanden hätte, dann wäre spätestens jetzt der Zeitpunkt gewesen, Panik zu kriegen. bis hier ist die Felge ein bisschen dicker. Ja. Wenn wir da über weg sind, Okay. dann haben wir es. Lass mal ein Stückchen weitergehen. Ah. Zack. Oh Mann, oh. Das war jetzt nicht Aber das war jetzt zu zweit. Aber ich bin doch auch noch da. Ja, wollte ich das sagen. Gut, aber ich habe es jetzt einmal gesehen. Du bist mit der Krummseite reingegangen, ne? Ja. Ja. Wow. Und warum war das jetzt so anstrengend? Also warum war das nicht so einfach wie in anderen Videos? Der scheint mega verrottet zu sein da drin. Und dann sieht man das auch. Hier. Okay. Und hier ist halt diese Verdickung. Da saß der Reifen drauf. Ne, jetzt geht hier so ein bisschen, wird das hier ein bisschen dicker. Und da muss man halt erstmal runterkommen. Aber der ist ja, der hat ordentlich Rost. Das ist alles Rost hier. Also am Gummi dran. Ne? Reiniger? Nee, das ist jetzt hier so Malerverbindung, also Malerreinigung. Also irgendwas zu entfetten auf jeden Fall. Das ist ein bisschen, wenn es nicht so scharf ist, dann ist es runder und dann bleibt die Farbe besser auf. Ja. Das ist jetzt Ja, ja. ein bisschen Klugscheiß-Modus, aber. Welche würdet ihr nehmen? Makita oder Bosch? Also das ist die Profi-Line. Schreibt mal in die Kommentare. Ich sprühe jetzt von dem, ich weiß gar nicht, wie der Ring heißt hier unten, nochmal die blanken Stellen ein mit Zinkspray, damit das nicht anfängt zu rosten. Weil ich war ein bisschen zu eifrig und habe zu viel abgenommen. Also blanke Stellen hätte es gar nicht bedurft. Es ging nur darum, dass es glatt wird, damit abdichtet. Ne? Achso, ja, das ist der Dichtring im Endeffekt. Ob er so heißt, weiß ich nicht. Also das ist hier die Dichtfläche, wo nachher die Gummilippe drin sitzt von den Sprengringen. Wir haben jetzt die Reifenmontierpaste, die kommt jetzt auf die Dichtflächen rauf. Also du brauchst die. Also du brauchst die hier bis hier reicht. Und dann auf der anderen Seite auch noch mal eben. Gut. Also in der Dicke reicht das auch. Und dann machst du ein bisschen dicker drauf? Oder? Sieht nur so aus, weil es halt weiß hell ist. Also muss dann halt über diesen Wulst da über weg. Ja, okay. Da, wo jetzt die Dichtstellen sind, da haben wir jetzt mit Reifenmontagepaste einmal die Felge eingeschmiert. Also hier wird abgedichtet und da. Und die Felge haben wir jetzt auf 2 Klötze gestellt. Mal gucken, ob das reicht, damit wir den Reifen hier dann auch drauf bekommen. Und lass los.
Das war ja einfach, oder? Ja, aber wir haben es zu zweit gemacht. Wie ist es, wenn ich es alleine mache? Es geht aber auch alleine mit reinkippen. Also ganz haben wir jetzt diese Testsituation nicht mehr. Alleine irgendwo, ja, wir haben dann doch schon den Vorteil einer Werkstatt gerade hier. Aber die wichtigen Dinge wissen wir jetzt und das, was wir vielleicht auch nochmal nachrüsten müssen, also was wir vielleicht nochmal dazu kaufen müssen. Also definitiv so ein Gummiring, den wir jetzt einsetzen werden. Als Reserve. Ja. Der muss jetzt schön da rein. Schön machen. Der muss richtig schön zwischen Reifen und je tiefer, je besser. Jetzt kommt es aber echt drauf an. Das muss jetzt echt super kontrolliert werden, dass der richtig schön hier oben drin sitzt. Hast du gehört, wie er noch hier und dort mal nachgegeben hat? Ne? Ja. Also das ist so ein bisschen das A und O bei diesen blöden Sprengring-Dingern. Jetzt kommt die Sicherungsklammer rauf. In Laufrichtung ist das kleinere Loch. So rum, okay. So rum wird er montiert. Das heißt, in Laufrichtung ist das kleine Loch. Also das hier. Und das Schloss auch im kleinen Loch, am kleinen Loch. Und das Schloss am kleinen Loch. Okay. Aber dann ist das ja außen. Ja, mach das halt nach innen rein. Ist das bei den anderen auch außen? So, ich mache jetzt die Ventile rein. Danach pumpen wir ihn auf mit genügend Abstand. Das könnten wir jetzt auch mit dem LKW machen. Den Anschluss dafür haben wir. Jetzt machen wir es aber nicht so, dass wir den LKW extra dafür anschmeißen, weil wir haben ja nun mal einen Druckluftkompressor hier, der mit Strom betrieben ist. Machen wir natürlich dann darüber. Wir haben hier für das Gerät zum Druckluftaufpumpen für die Reifen extra mindestens 2 Meter langen Schlauch genommen, damit wir genügend Sicherheitsabstand zum Sprengring haben werden. Los geht's. Zieht durch. Wir kriegen den Reifen nicht aufgepumpt, also wir kriegen das mit der Lippe nicht dicht. Jetzt kommt der Trick mit dem Fahrradschlauch. Man nehme einen handelsüblichen Fahrradschlauch, 20 Zoll. schmiere ihn ein mit Schmatze. Der sieht nur ein bisschen klein aus. Oh, je kleiner, je besser. Jetzt befüllen wir den mit Luft, damit wir sozusagen dadurch die Dichtfläche herstellen. So. Ja. Jetzt hat man gesehen, dass der Reifen so ein bisschen runtergedrückt wird schon und jetzt schon abdichtet. Wenn man sich jetzt fragt, wie kommt jetzt der Fahrradschlauch da wieder raus, der wird rausgedrückt einfach. Anmerkung vom Kritiker, den Tag nicht vor den Armen lösen. Aber vielleicht auch nicht, genau. Ein halbes Bar haben wir jetzt drauf. Jetzt müssen wir nur noch den Schlauch wieder rauskriegen. Irgendwie geht er nämlich doch nicht von alleine raus. Schlauch ist raus, aber die Luft ist auch raus. Und somit haben wir wieder den Ausgangszustand. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. am Ende hat das jetzt ohne Ohne funktioniert. Ohne Fahrradschlauch. In unserem Fall funktionierte das irgendwie nicht, weil wir den Fahrradschlauch nicht rausgekriegt haben. Also er hat super, wunderbar abgedichtet, hat genau das gemacht, was er soll. Aber es war halt einfach nicht, der war einfach nicht rauszukriegen. Und jetzt haben wir das halt hingekriegt, weil wir nochmal ganz penibel diese Dichtlippe, die da drin ist, dieser Dichtring ganz runter reingedrückt haben in den Reifen und dann diesen Außenring ganz vorsichtig draufgelegt haben. Und dann hat er sich ganz leicht, also hat sich der Reifen ganz leicht sich gehoben und jetzt hält er die Luft. Ein Bar. Ja, so kann es dann auch kommen. Er ist hier unten undicht, da kommt es raus. Und da ist Dreck reingekommen. Wo wird man auf der Reise das so sauber alles haben? Das wäre höllisch aufpassen, keine Ahnung. Vielleicht muss man sich ein großes Bettlaken mitnehmen oder sowas, wo man das alles macht, damit man den Dreck da nicht reinkriegt. Nochmal. Nein, habe ich nicht aufgenommen. Sag nochmal, aber trotzdem für die Kamera Anfängerfehler. Ja, man kann natürlich versuchen. Geh bei. Man kann natürlich versuchen.
die Buttern jetzt festzuziehen, aber... Nico, so wird er nicht. Ich glaube, dann stehen wir morgen noch hier. Ja. Ist natürlich geil, so einen Bock zu haben. Aber auf die Reise mitnehmen, keine Chance. Jetzt aber richtig. Jetzt aber richtig, genau. Falsch rum. So mal sie lose. 500 Newtonmeter sind da jetzt dran. Das Ganze war mal schon auch schwerer als gedacht. Also ich hätte ja schon gedacht, dass es ein bisschen aufwendiger sein wird. Aber das Schwere war wirklich einen Reifen runterzukriegen. Das ist alles festgerottet. Das ist Jahre drauf gewesen wahrscheinlich. Das wird bei den anderen 3 Reifen auch so sein. Aber wir wissen jetzt die wichtigen Dinge und das ist das, worauf es ankommt. Alleine wird das schon eine Hausnummer. Da braucht man eigentlich 2 Mann für. Es war auf jeden Fall sehr lehrreich. Vielen Dank auf jeden Fall auch an Hans-Peter nochmal von Polarfuchs. Da sind wir heute angekommen. Wir fahren da jetzt auch gleich weiter noch zu denen. Da stehen wir nochmal 2 Tage, 2 Nächte. Da freuen wir uns schon drauf. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen da. Abonniert auch kostenlos unseren Kanal. Das hilft uns beides sehr, weil der YouTube-Algorithmus dann erkennt, dass dieses Video interessant ist und auch für andere interessant ist und somit dann auch anderen vorschlägt. Ja, schreibt uns wie gesagt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Welche Erfahrungen habt ihr bereits schon gemacht beim Reifenwechsel? Habt ihr Sprengringfelgen oder fahrt ihr halt andere, die normalen Felgen, sage ich jetzt mal? Ja, ansonsten schaltet wieder ein. Nächstes Wochenende, da gibt es wieder ein neues Video und bis bald. Wir haben ja noch gar nicht verraten, wo es als erstes hingeht für uns. Und dabei ist uns aufgefallen, dass unser komplettes Dach rot ist. Ja, ich werde es wahrscheinlich noch ein paar Mal irgendwie testen, bevor ich dem traue, den Braten. Stopp, stopp, stopp. Ja, wir sind gerade stehen geblieben. Ja, wie das dann immer so ist. Meistens ist das Problem immer vor dem Problem. Wir wollen halt hiermit eine klare Ansage machen.